In diesem Tutorial lernt ihr den sogenannten Ribbon Spread mit Turnover. Und dazu zeige ich euch noch ein paar coole Tricks, wie ihr ihn spannend variieren könnt, beispielsweise den Giant Ribbon Spread. Der sieht dann in etwa so aus. Beim Ribbon Spread geht es vor allem darum, dass ihr die Karten möglichst gleichmäßig verteilt. Und wie ihr das hinbekommt, das zeige ich euch jetzt. Ihr hält die Karten im sogenannten Biddle Grip, das heißt, den Daumen hält ihr hier auf der kurzen Seite und auf der anderen Seite hält ihr die Karte mit eurem Mittelfinger und dem Ringfinger. Den Zeigefinger hält ihr hier auf der Längsseite und dieser Finger ist eigentlich der wichtigste Finger hier im Spiel, denn damit steuert ihr das Verteilen der Karten. Und damit die Karten möglichst gleichmäßig verteilt sind, startet am besten hier mit so einer Schräge im Kartenset. Wenn ihr das nicht macht, dann wird es extrem schwierig, wirklich ein schön gleichmäßiges Verteilen der Karte zu garantieren. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was ihr mit dem kleinen Finger macht. Schaut einfach, dass er euch nicht im Weg ist. Und einen kleinen Tipp habe ich heute noch für euch. Bezüglich dem Kartenset, das ihr verwenden solltet. Hier verwende ich ein Kartenset mit einem sehr dünnen weißen Rand. Nehme ich hier zum Beispiel ein Standard Bicycle Deck. Dieser hat einen recht breiten weißen Rand. Wenn ich jetzt damit einen Spread mache, dann seht ihr, dass dieser Spread nicht so schön aussieht optisch wie mit einem Kartenset mit einem sehr dünnen Rand. Und natürlich könnt ihr das Spreaden noch variieren. Ihr könnt hier beispielsweise einen Bogen machen. Das geht ganz gleich wie das mit der Linie. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche S-Kurven machen und so weiter. Das bleibt euch überlassen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr nicht von links nach rechts einen Spread macht, sondern von rechts nach links. Dazu müsst ihr die Karten anders halten, und zwar so. Das heißt, den Daumen hält ihr hier unten an der Längsseite und auf der anderen Seite hält ihr die Karte mit dem Mittel- und dem Ringfinger. Der Zeigefinger ist diesmal hier einfach oben drauf und der kleine Finger ist wieder irgendwo außerhalb vom Spiel. Dann hält ihr die Karten so und kontrolliert das Verteilen der Karte diesmal mit dem Mittel- und Ringfinger. Und mit dem Zeigefinger drückt ihr hier auf die Karten drauf. Und damit könnt ihr ein schön gleichmäßiges Verteilen der Karte steuern. Spannend wird Ribbon Spread, wenn ihr einen Turnover macht. Dazu macht ihr einen Ribbon Spread, also ein schön gleichmäßig Verteilen der Karten, und dann packt ihr die unterste Karte und zieht sie so hoch. Und dann das Einzige, was ihr machen müsst, ist die Karte hier runterdrücken und ihr seht, dass die anderen Karten schön runterfallen, so wie beim Domino-Effekt. Ein wichtiger Tipp dabei ist, wenn ihr diesen Turnover macht, ist, dass die rechte Hand ihr hier bereit hält, dass wenn ihr den Turnover macht, die Karten hier auf die Hand fällt, dann könnt ihr entweder einen Turnover zurück machen oder mit der Hand die Karten wieder aufsammeln. Ein anderer Trick für einen Turnover ist, dass ihr links die Hand so hält und auf den Fingerspitzen den Spread beginnt. Damit müsst ihr nicht mühsam die unterste Karte raussuchen, sondern könnt gleich direkt hier so den Turnover machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr das nicht mit den Fingern so macht, sondern hier einfach eine Karte hochzieht, hier in der untersten Karte runterschiebt und dann so hochzieht. Und dann so wieder einsammelt. Natürlich könnt ihr den Ribbon Spread nicht einfach nur so machen, sondern auch längsseitig, beispielsweise so. Und wenn ihr es so macht,
dann ist insbesondere der Turnover sehr spannend, weil hier so der Zipfel hier oder die Bergspitze hier viel höher ist. Und es ist irgendwie ein bisschen spektakulärer. Und ich zeige euch dazu noch einen coolen Trick. Wenn ihr hier einfach den Turnover macht, könnt ihr hier mit 2 Fingern versuchen, die Bergspitze so auseinanderzuziehen. So, und jetzt zeige ich euch etwas recht Spektakuläres, da ich das noch nie gesehen habe, hier auf YouTube. Und das ist, ich nenne es mal einen Giant Ribbon Spread, und das setzt voraus, dass ihr einen Pharaoh Shuffle könnt. Und ich mache jetzt mal einen Pharaoh Shuffle. So, der geht wie folgt. So, jetzt ist ja ein ziemlich perfekter Pharaoh Shuffle. Jede Karte ist iterativ in die andere verschlungen. Ich setze hier so die Karten auf und verteile hier so die Karten. Und dann kann ich wie beim normalen Turnover hier die Karten so umdrehen. Und das sieht ein bisschen spektakulärer aus, als wenn man jetzt nur eine einreihige Ribbon Spread hat. Und das war das Ribbon Spread Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch weitere solche Tutorials hier hochladen, und wenn ihr dies in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann subscribe doch einfach hier diesem Channel. Und wenn ihr das Video zum Ribbon Spread Tutorial euch gut gefallen hat, freue ich mich natürlich über jeden Like und Share. Falls noch Fragen übrig sind oder offen sind, dann zögert bitte nicht und stellt ihr sie hier unten bei den Kommentaren, und ich werde versuchen, so schnell wie möglich diese Fragen zu beantworten. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben des Ribbon Spreads mit dem Turnover.